Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf WePlayHandball.de. Heute mit dem Flaggschiff im Speed-Bereich von Puma, dem Rise XT Fuse One. Klingt nicht nur so und sieht nicht nur so aus, als wenn man damit zum Mond fliegen kann, aber man kann damit auch großartig Handball spielen. Wie genau, das zeigen wir euch jetzt. Starten wir mit dem Gewicht des Rise XT Fuse One. Da sind wir in der Größe UK 9 bei 400 Gramm. Das ist relativ viel für einen Speedschuh. Allerdings hat Puma da auch aus den Erfahrungen der letzten Saisons gelernt, dass der Speedschuh auf jeden Fall mehr Stabilität benötigt, wenn er mit so einem leichten, flexiblen Mesh-Material konstruiert ist wie hier. Es ist nach wie vor eine Booty-Konstruktion. Ihr seht das hier, relativ breiter, leichter Einstieg. Dehnt sich auch, ist also ein bisschen flexibel. Insofern kommt ihr gut in diesen Schuh rein und dann legt sich das komplette Obermaterial sehr, sehr angenehm um euren Fuß. Dann sind zwei Sachen natürlich sofort auffällig. Das eine ist die Schnürung, das andere natürlich diese großen Klettverschlüsse. Ihr habt hier, damit starten wir mal, einen großen Klettverschluss, den ihr über euren Mittelfuß ziehen könnt. Der ist stabil, der ist fest und erlaubt es euch hier wirklich über euren Mittelfuß einen sehr stabilen Klettverschluss noch einmal drüber zu ziehen, über eure Schnürung. Das gleiche habt ihr nochmal im Vorderfußbereich. Auch hier könnt ihr das Ganze nochmal individuell anpassen. Das macht das Ganze vielleicht optisch etwas klobig, aber tatsächlich in der technischen Umsetzung so gut gelöst, dass ihr diesen flexiblen Schuh mit der flexiblen Schnürung nochmal sehr gut anpassen könnt in der Stabilität. Bei der Schnürung habt ihr nach wie vor diese Besonderheit, dass ihr in dieser Netfit-Methode euch hier die Ösen aussuchen könnt. Das gilt sowohl für die äußere Seite als auch hier für die innere Seite. Das heißt, ihr könnt hier ganz genau und sehr flexibel eure Schnürung anpassen und könnt so sagen, ob ihr etwas mehr Stabilität im Außenbereich oder ob ihr etwas mehr Stabilität im Innenbereich haben wollt. Ansonsten das Obermaterial aus einem stabilen, aber relativ atmungsaktiven und leichten Mesh-Material, sehr eng, relativ fest gewebt, macht das Ganze sehr angenehm zu tragen und trotzdem stabil. Die Ignite-Dämpfung vor allen Dingen im Mittelfußbereich und im Fersenfußbereich hat so einen kleinen Rückstoßeffekt, also wenn ihr Energie an den Boden abgebt, wird euch über die Dämpfung auch wieder ein bisschen Energie an den Fuß zurückgegeben. Das ist sehr angenehm, gerade bei Sprüngen oder bei schnellen Antritten gibt euch das nochmal so einen leichten Kick nach vorne. Im Sohlenbereich hat sich nicht ganz so viel getan, auch da eine durchgängige Sohle mit einer kleinen Aussparung hier im Mittelfußbereich. Die Panels bieten euch ganz gute Traktion in alle Richtungen. Da sind hier diese Zwischenpanels so ganz leicht erhöht, dass ihr da nochmal, gerade im äußeren Bereich hier vorne, nochmal eine gute Traktion nach außen habt und wirklich mit viel Power in eure Richtungswechsel gehen könnt. Optisch vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber wen kümmert das schon, wenn man dafür so einen technisch herausragenden Schuh an seinen Fuß bekommt, der einen so vielen wichtigen Bewegungen beim Handball positiv unterstützt. Die Stabilität ist wirklich richtig stark für einen Speedschuh, die Dämpfung ist top über diese Ignite-Dämpfung. Dann diese Booty-Konstruktion in Verbundenheit mit diesem relativ leichten, aber trotzdem relativ stabil verwebten Mesh-Material. Dazu diese zwei Klettverschlüsse, die nicht nur optischer Gag sind, sondern wirklich euren Vorderfuß und auch euer Mittelfuß sehr stabil in diesem Schuh halten. Das macht diesen Puma Rise XT auf jeden Fall zu einem der Top-Spielschuhe für die Saison 1920 und ich kann ihn euch vor allen Dingen für die Position des Rückraummitte, aber auch Rückraum links sehr, sehr gut ans Herz legen. Die Außenspieler sind mit dem Schuh gut bedient. Kreisläufer, dafür ist er vielleicht dann doch etwas zu flexibel, auch auf der Torhüterposition ist der Schuh wahrscheinlich nicht einzusetzen. Fällt etwas breiter aus, in der Länge relativ normal, da könnt ihr euch auf die Längen eurer Straßen- und sonstigen Sportschuhe gut verlassen. Wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr Meinungen habt, gerne auf IGTV, hier im YouTube-Channel, auf unserer Facebook-Seite und natürlich auf WePlayHandball.de. Bis zum nächsten Mal.